Willkommen zurück zu einem weiteren Honkai Star Rail Reaction Video. Die Sondersendung 1.5 ist eben vor 2 Stunden jetzt gestreamt worden. Und ich bin gespannt, was so in der 1.5 für uns passieren wird. Ich weiß, die 2 Charaktere, die ja kommen, vom allein Drip-Marketing her und ein bisschen von Leaks, weil Charaktere sind die eine Sache, die ich gerne weiß. Aber ich habe keine Ahnung, was storytechnisch kommt, ob irgendwie wirklich die Main Story weitergehen wird oder ob nicht. Was für Events kommen und ich bin sehr gespannt. Es sieht auf jeden Fall so ein bisschen vom, wer ist das jetzt? Thumbnail her so ein bisschen aus und vom Titel Illusion des Zwielichts, das tatsächlich schon fast Halloween-mäßig ist, was minimal spät, aber interessant. So. Wir fangen an. Dieses Programm kommt von der Interstellar Peace Corporation. Oh mein Gott, ich habe es sehr laut für mich. Und ich habe schon die eine Sache, als ich jetzt hier durchs Video bis hierhin gesehen habe, wir haben Chibi Kalis. Was cool ist. The finest hand-picked, well-tied spring meets the chewiest brown sugar bobo on the block. Und wir haben ein Advertisement, scheinbar. And health. Immortals delight, the drink of diviners. Okay. Werbung. Newsflash. The IPC will soon be dispatching representatives to multiple worlds. The effort is part of a raft of new measures to encourage trade and strengthen friendship throughout the cosmos. The Genius Society's newest masterpiece, Simulated Universe World 8, is about to go live. Madame Herta has revealed that the project is about to enter the launch phase. Das ist gut. For further details, don't forget to tune in to our program's definitiv neue Sets, also. Renowned songstress Robin has received an invitation to perform at Penacony's Charmony Festival. Was? Diese Real-Life-Trailer sind so interessant irgendwie, die Honkai Star Rail scheinbar jetzt auch beim letzten Mal schon gemacht hat. Hallo? Hallo? Machen die jetzt legit Horror? Was? Hello, my name is Hua. Recent days, the Xianzhou Luofu has reported an uptick Wie- in supernatural activity. Wie scared with Careless evil ist. spirits wreaking havoc across multiple locations. By the way, ich kann keine Untertitel machen. Ich kann leider keine deutschen Untertitel machen, das ist natürlich schade. Ich verstehe halt trotzdem natürlich, was sie auf Englisch sagen. Aber für jetzt, falls ihr es nicht versteht, es tut mir halt leid, aber... The Ten Lords Commission has assured citizens that it is thoroughly investigating all incidents. This program will be bringing you the latest as the story unfolds. For more details, stay tuned for the upcoming Haunted Xianzhou special program. Okay. Beautiful creature. Bless you Oh for God. choosing to dally here. Allow me to ask you, as a fellow entity of the universe, are you Okay, ich dachte gerade für einen Moment, das ist die wirkliche Stimme von dem. Nein, das ist Albert gewesen gerade. Okay, Intro vorbei. Jetzt kommt der Trailer. Oh. Tatsächlich Main Story. Since you do not understand the beauty, I will have to show you in a way that only a knight can. Okay. Ja, hier der Schönlingsritter. The beauty is eternal. Ist das jetzt Main Story oder ist das We made it. Event? For the haunted place in the Luofu, follow and share. Gottes Willen. Wow. Einfach so ein fucking Livestream. Waren das neue Gegner? What's up? You're finally here. Ah, da sind sie. Captain Da sind sie. Should we start the ghost talk now? Captain? You can just call me Papa. Yay! Neue Heiler-Girl. Und einer der Charaktere, die so, ich weiß nicht, ob mein Account sie braucht, aber es sind Fox-Girl und deswegen ist es schlimm. Fate of humans means nothing to me. Holy. Holy shit.
Was ist denn jetzt los? Ah, der erste Redemption Code. Ist jetzt Main Story auch weiter oder nicht? Bin mir nicht sicher. Oh, Moment. Ich habe gerade geguckt, wo endet hier der erste Code und ich skippe einfach endlos weit. As Ghostfire's dance, the clock strikes Hi, Albert. 12. Well, oh, neues Outfit. Your world has a midnight hour. Good morning, good afternoon, and good Has a midnight hour, nice. Welcome to the Inner Astral Peace Media's Haunted Cienjo special program. I'm your ghostly host with the most. Ich freue mich so sehr auf. Es ist so schlimm. Ich will das Fox-Girl haben, aber ich glaube nicht, dass er auf meinem Account zu wichtig ist. We'll be introducing you to the Cienjo's weirdest. Jetzt ist sie hier so Front and Center zu sehen. Hi everyone, I'm the Galactic Baseballer. Speaking of weird and wonderful. Hey guys, Grey Knife in here. It's an honor to be a guest on the 1.5 special program. I mean, Owlbert's Haunted Cienjo special program. Huh? Owlbert, did you unlock a new skin? That's one way of putting it. Naturally, an anchor of my standing needs to have the best wardrobe department in town. Now, as our audience will be well aware, the Cienjo is constantly roaming the universe. And the universe is filled with the unknown. It should come as no surprise then that the Lafu has had its fair share of strange encounters. And speaking of strange, the trailer we just witnessed gave us a sneak peek into a place of mystery, evil, and ghost fire. Fixtral Garden. I thought Fixtral Garden was just some old abandoned place on the Lafu. Neues Why Gebiet, is it suddenly getting so much attention? Allow me to explain. A while back, the Artisanship Commission's creation furnace was shattered, and the Heliobi trapped inside were able to escape. Know where they went to hide? Yup. Fixtral Garden. I see. Okay. Wait, what's a Heliobi? People say that the Heliobi are the result of accumulated grievances. They can possess people, deceive the senses, affect the soul, and usurp the flesh. Okay, Those basically Geister. possessed exhibit bizarre behavior and restless thoughts. It's a truly frightening spectacle. But the creation furnace wasn't exactly fragile. How could it just break? Rumor has it, the Artisanship Commission's surveillance recorded a gray-haired figure in dark clothing. Huh. Gray hair, dark clothing. Did they have a baseball bat? Hey, don't Ich pin this wusste, on dass me. es kommt. The destruction of the creation furnace was a direct result of the Stellaron disaster. Right, Albert? Just tell us more about Fixtral Garden. Fixtral Garden has always been overflowing with yin energy, and the garden itself is littered with Sieht auf jeden Fall übel gut aus für das neue Gebiet, so düster und alles vor allem. It's creepy enough in the day, but when the sun goes down, things get a whole lot creepier. The garden is layered and deceptive. Was ist das in letzter Zeit, dass die Sonne mich immer während Videos nervt? Since the Heliobi moved in, it's probably the most dangerous place. Ich sitze hier die ganze Zeit so rum, mich nervt nichts mit der Sonne und kaum nehme ich auf. When it comes to possession, and even the most experienced Wraith Wardens and Arumaton Spectral Envoys can become their victims. Okay, also When sind you Leute can't tell your possessed. friend from your enemy, things tend to go south fast. If all that wasn't enough, they say that Mara-stricken members of the Ten Lords Commission also wander the garden. Okay, schon 3 neue Gegnertypen. Keep your wits about you. Cool. Sounds like great streaming material to me. I bet Okay, I could become the tatsächlich ist das Cienjo's Main number Story, one okay. streamer in no time. Cool. Funny you should mention. To most people, Fixtral Garden was always a strange and desolate place that rarely got much attention. But now that stories are beginning to circulate, the situation has changed. Recently,
The Cienjo's online forums have been filling up with posts describing supernatural phenomena in Fixtral Garden. Everything from self-playing violins to the wailing cries of vengeful ghosts. Es ist literally einfach typisch Ghost. Typisch Geistergeschichte. Supernatural are loving every second. In my experience, forums aren't exactly the most reliable news sources. Who cares if some of it's false? This is a hype train I can't afford to miss. Trailblazer, what do you think? Want to start a ghost hunting squad with me? Fire breathing, quiet band performances, headstands, balancing acts, spear deflection, sword juggling, and boulder smashing. Weren't enough, huh? Now you're an expert in ghost hunting? Who said I was an expert? I just have a lot of transferable skills. That's all. Well, you better hope so. Oh, ich liebe diese Interaktionen hier, so, die so halb in Character sind, halb nicht. 1.5 Trailblaze Continuance, a Foxian tale of the hunted. The ghost hunting squad will be responsible for chasing down Heliobi, purging evil, resolving crises, and protecting the Cienjo. A Foxian tale of the hunted is divided into 5 chapters and starts off with the ghost hunting squad facing an unusual danger and Sojourner's ghastly referee. Once this chapter is complete, the story continues to unfold with twins, Precipient, Sword Essence, and Foxian Dream. 5 chapters, huh? We'll be topping Cienjo internet searches in no time! See? I knew we were on the same wavelength. In addition to Trailblaze Continuance, and together with Miss Gwynaifen, Trailblazers will also be facing Fixtral Garden dangers in both. Mir fällt doch gerade ein, diese Version müssten wir wieder ein Lightcon wahrscheinlich bekommen. Durch ein Event. Da bin ich auch schon mal gespannt, wie der wird. And I almost forgot to mention, during the Ghost Hunting Squad's Fixtral Exploration, Trailblazers can jointly manage Gwynaifen's socials. Posting threads is a great way to create discussion among Cienjo netizens and fans of the supernatural. I can't wait! We're gonna get the whole Cienjo talking. Seriously, Wieso benutzen wir we gotta plug it for everything it's got. Wieso benutzen wir Social Media in Honkai Star Rail? All that good stuff. Warum? Once you get enough momentum, the fan base grows itself. Social media stardom is finally on the horizon. What the fuck? There's always da ist er. Ein Gwynaifenn-Lightcon. I don't want to toot my own horn or anything, but I've introduced a lot of big names. Einfach fucking Lives. Alter. The Albert stamp of approval goes a long way. Einfach mal Social Media. I'm afraid I'm too invested in the Cienjo for now, though. Good to know there's an offer on the table. What's cool? I get it. But, here's my card if you ever want a collab. Just give me a shout. Deal. Now, where were we? Oh, socials. Increasing your account's popularity level allows you to unlock more stories and events. Your ghost hunting skills will only improve as you unlock more suppression towers and take on new challenges. Not to mention, by completing limited time missions, Trailblazers can obtain the event icon, hey, over here. Für den neuen 5-Star Heiler. Let's give it up for Gwynaifen's generosity. Woo! Still, I hope the ghost hunting squad is up to the job. Sounds like we'll have a lot on our plate. Don't worry. Oh, ich bin interessiert, wie der Lightcon funktionieren wird. One of the Cienjo's most formidable forces, the 10 Lords Commission. They're the judges of the Mara Struck, the arbiters of life and death. When it comes to warding off evil and expelling the supernatural, nobody does it like the 10 Lords. But despite their reputation, they're shrouded in a certain amount of mystery. Whoa! The 10 Lords are getting involved? Just when I thought our stream couldn't get any crazier. Well, before you get too excited, I'd spend some time getting to know your assignee. The 10 Lords have dispatched a trainee judge to assist the ghost hunting squad lernen wir als erstes über den Forster. The Fixtral Garden situation. Trainee, huh? Oder nee, wahrscheinlich. Nein, sie wird gemeint sein, wahrscheinlich. About that. Ja, sie wird gemeint sein. Ja. Okay, sie ist so ein Trainee. Interessant. Oh, ich bin so gespannt. Sie ist ein Fox-Girl. Gott, sie ist ein Heiler. Ich brauche eigentlich nicht wirklich einen Heiler, aber gleichzeitig sie ist ein Fox-Girl. Und ich weiß schon, was ihre Ultimate unter anderem machen wird, was interessant wird.
Und sie sieht fucking cool Was aus. a wind-type character following the path of abundance and a trainee judge of the Ten Lords Commission. Wait, is her tail on fire? Those are the spookiest looking flames I've ever seen. 5 Sterne Wind Does being on Abundance. fire help with ghost hunting? What are you two whispering about? Nothing. Just Albert genervt. beginning to doubt her credentials. How did this little girl become a judge in the first place? Good question. Ich finde gut, wie sie eine weiße Fahne is hält. essentially a magnet for evil. Something that comes in super handy for the Ten Lords Commission. They couldn't believe their luck. Sounds qualified. Of course. Sie hat Pech, deswegen Talent ist sie comes gut. in all shapes and sizes. Weil deswegen The wird sie key ausgenutzt, is to oder wie? bring the best out of everyone. Still, to her, Boah, Alter, sie what was zittert unique sogar hier am skill Art. set isn't exactly a blessing. People say Armes she Mädel. has the worst luck on the CN. Always running into Die Arme. ghosts, tripping over thin air. You know the deal. Well, if I spent my life running into ghosts, I'd probably fall over a lot too. I remember one of my Gweilings had the same problem. Lucky for her, one of my sponsors sells this amazing remedy that can... And we're getting sidetracked. Anyway. Meine Gweilings. Ich musste gerade nachdenken, was soll ein Gwailing sein? Und dann habe ich nachgedacht, sie heißt Gweneifen, sie nennt wahrscheinlich ihre Fans Gwailins. Und dann kommt sie noch mit Sponsor. Ja, Gottes I only Willen. told you half the story. Bad Gottes luck, Willen. Evil attraction, call it what you like. It all started from a single Dieses Spiel, unfortunate das ist- event. Oh? Ich When liebe Woa es. was a little younger, Ich liebe den her Humor. tail was possessed by a monstrous long-life species. Oh. Any guesses? Yep. It was a heliobus. That very same day, the Ten Lords Commission decided to seal the monster in its hiding place and took Huahua under their wing. Ah, I get it. In ihrem So Schweif Huahua ist ein kind of Monster like a versiegelt. Ten Lords guinea pig. What the fuck? I think Herta had a similar fate planned for me. That may have been part of it. However, the Ten Lords realized that Huahua had the ability to pacify the monster. Naturally, anyone able to wield the power of a heliobus was seen as a potential weapon of war. But she's just a baby. How could a scared little Foxian girl But ever she's take just on a the baby. responsibilities of the Ten Lords? Oh, Huahua's well aware she's a scaredy cat. That's why she went to Nice. so many horror immersion to train her courage. Moment, I guess you could call that 2 Voice fighting Actor fear with sehe ich fear. gerade. You're all weak, Das heißt, though. hat wahrscheinlich der Actually Schweif works. seinen I've eigenen joined the Voice Actor Stellar oder Hunters wie? already. Practicality aside, Huahua's Interesting. willingness to confront her shortcomings is a true sign of professionalism. Not to mention, Interesting. having spent more than a few years in the company of a heliobus, she's had to develop her own tricks for banishing evil. Huahua's basic attack, Banner Stormcaller, can deal wind damage to a single target. Kind of looks like her tail is the one making the decisions. When using her skill, Talisman Protection, Huahua bravely brandishes her banner, restoring HP to a single ally and adjacent teammates. Are you sure she's not trying to surrender? Huahua's ultimate, Tail Spiritual Domination, can regenerate allies' energy and increase their attack. Well, so that's what a heliobus looks like. No wonder it took the Ten Lords Commission to seal it away. When under the influence of her tail, Huahua has a few special talents. After Okay. using her skill, she receives Sacrifice Life. Sacrifice Life can grant allies a set amount of HP restoration at the beginning of Ah, their das- respective turns, or when they use their ultimate. Nice. Not bad for a trainee, huh? Einfach ein This Energy ghost hunting Regen. Squad's gonna kick butt. Zweiter That's not Charakter im all. Spiel mit Energy Huahua's Regen. technique, Fiend Impeachment of Evil, sends her enemies into a horror-struck state and scatters them in all Sie directions. führt die When attacking a Gegner. horror-struck enemy, there's a chance of reducing their attack. Oh, scaring away your enemies. Nice moves. Huahua. Interesting. Still not getting judge vibes. Auch cool, weil der Kampf ja Easy nicht on the sofort beginnt, wenn sie das training. einsetzt. Of course, when you're dealing with Das heißt, du kannst noch machen mit anderen Buffs zusammen. The better. That's why the Ten Lords appointed a seasoned veteran to bring up the rear. I'm talking about none other than Hanya. Jetzt kommt der Forster, ne? Ja. Auch interessant, dass der Trainee ein 5-Star ist und der richtige Ten Lord Commission Typ, die Person, die wirklich in einer von den Ten Lord Commissions einfach ein 4-Star ist.
Hanya is a netherworld judge of the 10 Lords Physical Harmony. Nochmal endlich ein Harmony-Charakter. Und Gottes Willen, ich weiß schon, was sie machen. Es wirkt krass. I saw her on the Return to Darkness light cone. Es wirkt sehr gut, was sie macht. Oh mein Gott, guck mal. Der kleine Geist hier unten beim Buch. Der Geist steckt fest. Oh. Oh. Süß. Hanya reads the karmic sins of criminals and uses her oracle brush to record their punishments. She's good at her job and takes it super seriously. In the 10 Lords Commission, her reputation precedes her. Sounds like a 10 Lord celebrity. She's put in the hours, that's for sure. In order to determine their sins, Hanya reads the memories of the Mara struck in the form of dreams. Cool. Sounds like our ghost hunting squad just found its guiding light. No offense, Huahua, but those sound like credentials. Hey, enough with the Huahua bullying. But Aber Huahua wird direkt gemobbt. See what Hanya can do on the battlefield. During her basic attack, Hanya uses her oracle brush to assault the enemy, dealing physical damage to a single target. She really lives by the pen is mightier than the sword, huh? So, jetzt der Skill. Wenn es so ist, wie es in Leaks war. Das wird krass. In addition to dealing physical damage to a single target, Hanya's skill, Samsara Lot, can inflict them with a burdened state. Ooh, is that Hanya's way of marking enemies prior to sentencing? Pretty much. Alter, ja. Allies inflict increased damage on enemies marked with burden. And if that wasn't enough, after an ally launches a set amount of attacks on an enemy marked with burden, they recover a skill point. Moment, ein set amount of attacks. In den Leaks war es eine Chance, eine Prozentchance, dass ein Skillpunkt wiederhergestellt wird. Jetzt sagen sie eine bestimmte Anzahl an Treffern. Das ist cool, weil es nicht mehr auf Prozent basiert, sondern man es mehr kalkulieren kann. Aber sie kann Skillpunkte regenerieren. Das ist schon gut. Can increase speed and attack for a single ally. When Hanya uses her technique, Skill und Angriff und Speed. Inflicts burden on a random enemy. When the enemy won't budge, call in the judge. Der erste Charakter, der wirklich so Skillpunkt generieren kann. Was auch verdammt gut ist. Neue Gegner. Within the same map will also be welcoming Cavern of Corrosion, Path of Darkness. Complete the challenge to obtain 2 brand new cavern relics. Prisoner in deep confinement and Komm, sagst uns auch, was sie machen? Sag uns, was sie machen. Well, that just about brings us to the final Ich habe auch Leaks darüber gehört, was die machen, so in etwa. Gottes Willen. Moment. This program isn't nearly haunted enough for my liking. Where are all the ghost stories? Hat er gerade gesagt, es wäre zu Ende? Beautiful foxy and spirits knocking on your door at midnight. That kind of thing. I think you're thinking of a different program. Moving swiftly on to some exciting. What the fuck, Kalos? Don't go anywhere. What the fuck? After the following commercials. Wenn so eine Foxy in der Nacht zu mir kommt, what the hell? Second tired of the day. The Boulder Town Martial Exhibition is now open for registration. Sense of pride. What? We have an opportunity for you. Gibt's was Neues? A simultaneous exhibition format. Use your fists to prove your worth. Moment mal. Wo ist der erste Redemption? Der erste Redemption war. Zeigen jetzt hier in diesen Ads währenddessen Events? Cheering voices. How about increased self-confidence? Put yourself to the Business Alliance. Scott Business Alliance. Hä? Made for the champion. Das ist jetzt einfach ein Event oder wie? Audience a brand new experience. This event will be adopting a simultaneous exhibition format. Use your fists. Das ist interessant. Enter I am the ultimate fighter. To register your name. Could you be Boulder Town's new fighting? Has put out a Interessant, sie tun jetzt die Events während dem Redemption Code anzeigen. Das ist, also zumindest so ein kleineres Event scheinbar machen sie.
Jetzt, ich schätze mal, das Hauptevent. Nee. Das ist ja die. Nee, das hier wird die Main Story sein und dann gibt es noch das hier, das Event hier, oder? Fox Intel. Nee, das ist die Main Story. Die Main Story gibt einem den Lightcon. Was? Ich bin verwirrt. Aber interessant. Ich finde es irgendwie cool, dass sie jetzt quasi die Ads, quasi die Pausen, wo die Redemption Codes sind, nutzen, um die Events zu zeigen. Andererseits ist es jetzt nicht mehr wirklich eine Pause. Es ist einfach, ja, es geht weiter. Interessant. Okay, also es gibt wieder ein Boulder Town Fighting Ding mit A stellar Shadow Buffs. Seeker recruitment announcement. March 7th, member of the Nameless has put out a cordial invitation for anyone able to restore her photographs to the way she remembers them. The images in question were inexplicably damaged. I lost all kinds of cool pictures. Beautiful scenery, strange encounters, you name it. Ein Foto-Event. There's a big reward for anyone that can help me restore the images. Moment mal. There's a big reward for Das hat anyone nichts mit dem that can Event zu help tun. me Das ist nicht restore das the Bild, was jetzt hier gerade redeemed wurde. Macht Pompom das immer? Das werde ich testen, wenn ich gleich das Spiel spiele. Das muss ich unbedingt mal testen, ob Pompom wirklich so springt, wenn man ein Foto von ihm macht. Das wäre cool. Miss March's memories are in your hands. Ja, die nutzen wirklich jetzt die Zeit, um hier die Events oder Sachen, nicht nur Events, auch wo jetzt World Act ja scheinbar. Das ist seltsam. Aber hey, Welt 8. Okay, Welt 8, sieht man, welcher Boss kommt und ob irgendwas Neues ist. Yangqing. In order to participate in this offline confidential beta test, please head to the most mysterious place in the universe. Herder's office. The most mysterious place in the universe. With a brand new Pentagony land Okay, of the dreams. was macht es? Zeig. Planar ornaments. What are you waiting for? Get testing. Ich bin gespannt, wie der Yangqing-Bosskampf in 3 Phasen wird. Planar Fisher and Garden of Plenty Events are about to begin. Okay. Sehr gut. EP farmen können oder halt Talentmaterial und Cinematic Universe Zeug doppelt bekommen. Passend zu neuem Universum. Du hast noch neues Outfit. Alter, Albert, was ist los? Welcome to Interastral Peace Media's second special program. Legend of Second Special Program. In today's program, we will be introducing a new friend of the universe. Warum ist das Bild wieder da? Favorite audience doing? Great to see you. We've hardly been gone, and Albert here's already had another wardrobe change. Perhaps you didn't get the memo. But we're about to be discussing a night of impeccable elegance. It's time to get fancy. Okay, ist so spezifisch Programm ändern. Allow me to introduce a member of the Knights of Beauty, Argenti. Okay, jetzt bin ich gespannt. Das ist so der Charakter, den ich so am ehesten, glaube ich, für meinen Account brauchen könnte. Aber wie gesagt, es ist so schwer, weil den einen Charakter will ich haben, weil Foxgirl, den Charakter will ich haben, weil er, soweit ich weiß, zu meinem Account passt. Ah, das ist schlimm. Argenti is a physical type character following the path of Physical Erudition. Das wirkt verdammt gut mit Kafka. Wenn man einfach mehrere Gegner hat, die Physical-Schwäche haben, du kannst an mehreren Gegnern ein Bleed DOT erzeugen. Und Bleed DOT ist das stärkste DOT von allem, weil es aus Max HP geht. Das wirkt halt extrem gut. Ich hasse es. Ich hasse es, wie dieses nächste Update so ein Charakter, der bis jetzt eigentlich jeder Charakter, den ich eigentlich so gepullt habe, ist so ein Charakter gewesen, den ich nicht nur von Gameplay her wollte, sondern auch von, ich mag den Charakter eigentlich vom Aussehen, von Personality so her. Grundsätzlich beides. Und jetzt ist so dieser erste Punkt, wo ich so einen Charakter habe, den ich gerne hätte mit HoYoverse und ihn gerne hätte wegen Gameplay. They're obviously related to the Schlimm. Knights, right?
Running into the Knights of Beauty while testing the simulated universe is always a blessing. Those guys are a lifeline in a tight spot. Especially when I can't get enough path resonance. Treating people Ja, das Event von helping Knights of others Beauty is a ist auch matter of super gut in principle Simulated. And offering sincere praise to all things in the universe. Such is the code of conduct that I Schlimm die nächste Version für mich. In the simulated universe, not every helping hand is benevolent. Vor allem, da ebenfalls noch in der nächsten Version schlimm ist, wir hatten jetzt in dieser Version, haben wir jetzt momentan den Sealer-Rerun. Und deswegen stehen die Chancen sehr gut, dass ein Jing-Yuan-Rerun kommt. Und ich hätte eigentlich vorgehabt, beim Jing-Yuan-Rerun nochmal zweimal zu pullen. Einfach weil ich mag Jing-Yuan, ich will ihn am liebsten einfach irgendwann auf C6 haben. Von tatsächlich allen Charakteren, die ich bis jetzt habe, ihn am ehesten auf C6. Jetzt kommt ein anderer Erudition-Charakter, der eigentlich ganz gut wäre. Wahrscheinlich gleichzeitig. Schlimm. May the names of Argenti and the Beauty be blessed for all eternity. Speaking of which, Albert, what was that Planar Fissure and Garden of Plenty commercial all about? Well, Argenti magnanimously answered our call and agreed to appear in our commercial as a corporate ambassador. Kommt er jetzt vor? And I know they forgot our end of the bargain. The IPM Schade. acknowledges that Idrilla the Beauty is the most peerless beauty of them all. Albert, what did you get yourself into now? No need to worry. Just a little two-way back scratching. Okay. Okay. Kinda TMI. But I still don't really understand the concept of the beauty. Allow me to explain. Idrilla's beauty permeates everything. Take Argenti, for example. From his daily armor cleaning routine to his constant grace, all of it stems from his pursuit of the beauty. Elegance is Argenti's middle name and even manifests itself in his combat. Argenti's basic attack, Fleeting Fragrance, can deal physical damage to a single target. His skill, Justice Hereby Blooms, can deal physical damage to all enemies. Nice! Man, I wish I looked that elegant in combat. Argenti's ultimate is pretty unique, triggering different effects depending on the amount of energy consumed. Such is the manifold beauty of Idrilla. When consuming a small amount of energy, Argenti's ultimate, for in this garden supreme beauty bestows, can deal damage to all enemies. When consuming all energy, Argenti's kann ultimate zweimal die becomes Ultimate chargen. merit bestowed in my garden, which deals greater damage. It also inflicts additional damage on a random target. Huh? Wait, so you can choose how much energy to release? That's not all. Argenti's talent, Sublime Object, can allow Argenti to regenerate additional energy and obtain a stack of self-cultivation. Self-cultivation can increase Argenti's crit rate. Oh, so the more ich hatte nicht mehr sein Talent im the Kopf. fiercer his attacks. Or, to put it another Aber way, allein die Tatsache, Argenti dass needs to er attack as many enemies Allein die as possible. Tatsache, dass er seine Ultimate doppelt so hoch chargen kann, was nicht nur krass ist, dass er halt einfach seine Ultimate nochmal verstärken kann, es ist auch verdammt nice in der Hinsicht, er macht ja wie gesagt Physical Break. Und Physical Break ist verdammt gut wegen Bleed DOT. Und so eine Sache ist, man muss ja immer so ein bisschen gucken, dann wer macht am Ende Break. Das heißt, wenn man auf ihm Break-Effekt baut, muss man auch gucken, dass er am Ende auch die Gegner wirklich breakt. Und wenn er die Ultimate zweimal chargen kann, kann man einfach, selbst wenn die voll ist, noch weiter auf die Gegner einprügeln. Und sobald die Gegner so niedrig von der Schwächeleiste sind, dass er breaken kann, setzt er die Ultimate ein. Und man tut nicht den Ult-Charge irgendwie verschwenden, indem die voll ist und man noch irgendwie 2-3 Mal draufhauen muss oder sowas. Was mich tatsächlich sehr, sehr freut. Und die Extra-Hits am Ende, wenn die doppelt geladen ist, wenn die auch Schwächeschaden machen, kann der wahrscheinlich vor allem ähnlich wie so Asta zum Beispiel an einem einzelnen Ziel extrem Schwächeschaden machen. The greater the number of enemies, the faster his energy regeneration, and the stronger his combat. Exactly! Stronger combat, faster energy regeneration, more enemies to attack. Argenti giving Es erudition wirkt verdammt vibes. gut. I'm here for it. Argenti's technique, Also wenn es so Manifesto of funktioniert. Purest Virtue, can daze enemies within a set range. Dazed enemies are unable to launch attacks. Attacking Er a dazed stunt enemy Gegner, can okay. enter Er macht dasselbe wie combat that Sambo. only deals damage to all enemies, but also regenerates Argenti's energy. Woo!
Oh. Argenti is kind of. Moment, wie viel Energie? Set range. These enemies are unable to Oh mein Gott, er hat die Ultimate hier so ziemlich bei der Hälfte. launch attacks. Jetzt Attacking startet der dazed enemy Kampf. to enter combat that only deals damage to all enemies. Und er hat sie, hier, man sieht so ein bisschen hier so, wie die Extraleiste noch unter der Ultimate ist. Er hat sie voll bekommen und nochmal bis hier. Das ist eine But also Menge Energie. Generates Argenti's energy. Woo! Das Argenti is ist- kind of handsome. Huh. I'm feeling a little dazed myself. They say looks can kill. Oh mein Gott. That's true. That Argenti Und er kriegt noch fans eine are in Companion for a fatal Quest. surprise in version Ich meine, Hü braucht keine Companion Quest, die ist Teil der Main Story. 1.5. In Gottes Willen, es wird so schlimm für mich zu entscheiden, für wen ich pulle, ob ich pulle. Argenti en route to Ah. Washtopia. Wait a second. A wash a what now? I shower every day. Slow down there, Trailblazer. Have you never asked yourself how the Astral Express stays so clean and shiny? Because What? Pom Pom's always cleaning up after us? It's because the train stops at Washtopias along its journey. Washtopias Okay. specialize in cleaning interstellar craft. You know, there are all kinds of fast-acting, lemon-scented, antibacterial. Es gibt einfach einen Ort namens All you need to know Washtopia. is that the encounter with Argenti is one of excitement and wonder. And a little bird tells me he's set for a showdown with the entire crew. I don't get it. Okay. Why are we always either in a fight or on the way to one? A fight, you say? Far too boorish a term. What you meant to say was a chivalrous display of gentlemanly fortitude. Anyway, Okay, von mir aus, Argenti Albert. only challenges those who he deeply respects. Ah, you mean that the illustrious galactic baseballer's reputation doth precede one? Gottes Willen. Sure. Anyway, Okay, with ich the mag jealous den Voice blessing, Actor von let's Cadus. move straight Wirkt on nett. to the version 1.5 warp events. Finally! Okay, First off, zeig mir die during the Warps, first zeig mir die phase of Lightguns version vor allem. 1.5 in the Dann hängen. Dann hängen ist ganz nett. Ja, Arlen. Gottes Willen, hallo. Was habe ich in letzter Zeit mit Frosch im Hals? Arlen, ja, nicht so wirklich besonders, relativ schlecht. Aber passend mit einem Heiler. Und Serval. Serval ist ziemlich gut. character event warp. Serval ist Gloom and ziemlich gut. gloom. Trailblazers can obtain Also, the limited 5-star character Nicht das warp. beste Banner, Yes, my favorite aber scaredy cat trainee judge. During ja. the second phase of version 1.5, we'll be welcoming 2 characters. Oh, sie als neu ist natürlich verständlich, aber Links und Asta. Links ist natürlich verdammt gut als Heiler und Asta ist auch ein verdammt guter Buffer, vor allem wenn man sie auf Eidolons kriegt. Oh mein Gott. Das Spiel macht es echt schwer für mich, nicht auf seinen Banner zu pullen und stattdessen das Foxgirl nicht holen zu können. Das ist schlimm. Thorns of Scented Crown. Trailblazers can obtain the Das limited ist schlimm. 5-star character Argenti. Ah, our knight in shining armor. Gott, das ist schlimm. Meanwhile, in Contract Zero, the familiar face of Oh. Silverwolf will be joining the warp. Not to mention Oh, kommen jetzt the 2 4-star 5-Stars. character Hanya, who will be appearing in both Nein. the aforementions. Interessant, Silberwolf hat einen Rerun. Second phase character event warps. Ah, Das long ist time no see, interessant. Ich hätte halt wirklich gemeint, dass jetzt I wonder Jing if Yuan her kommen game wird. accounts are doing any better. You want to ask her the next time you see her? You first. Now, it's time to take a look at Interesting. version 1.5's light cones. In the Das first freut phase mich. of Ich muss version nicht zwischen 1.5, Jing Yuan und ihm the entscheiden. drop rate for the 5-star light cone, Night of Fright, will be boosted. Moment, While in the warum hat second sie einen phase of version Boxcutter? 1.5, Night of Warum hat sie einen Boxcutter dabei? will be boosted. Was? While in the second phase of version 1.5, the 5-star light cone, an instance before gaze, will enter the light cone event warp. At the same time, the drop rate for the 5-star light cone, Incessant Rain, will be boosted. All aboard. Jetzt ein Ticket. The train is about to make the jump. Nice. Here's some other cool stuff. Okay. Starting from 1.5 within the team selection and character ascension screens, every character will have brand new voice This is lines. a different kind of arena. Oh. Promoted again? Is that good or bad?
Okay. Was Ascension line? So cute. Wait, if a character's already fully ascended, can we still hear their line? We got you covered. All audio lines get saved in the index. You can listen back at any time. Okay. Here's something else. Nett. Ein In paar neue version Voice Lines. 1.5, we'll also be seeing a guest book feature update. If Trailblazers are ever curious to check which friends have visited the Express, the guest book has a record and message from each visit. Okay, ich dachte, man könnte Such a entscheiden, neat wer da idea. ist. Additionally, the Forgotten Hall will also be receiving updates in 1.5. Oh. First up, in Forgotten Hall Combat, Trailblazers can now choose to re-challenge. Re-challenge? It's like this. If things aren't going too smooth when challenging a certain stage, Einfach so ein Quick Trailblazers can Restart. choose to return to the Forgotten Hall map and restart the challenge. When re-challenging, previously used technique points are replenished. Das ist ein A chance to netter replan Quality your of main Life. Technique strategy, perhaps. Das ist ein netter Quality That of was Life. forgot to mention. Stopping and restarting a challenge in the second half of a stage doesn't mean you have to redo the Oh first mein half. Gott, ja, That is a relief. And Dankeschön. when entering the Forgotten Gottes Willen, Hall, danke. your combat lineup for each stage is now remembered, regardless Oh of mein whether Gott. you met with victory or defeat. Das Your ist previous schön. lineup will be waiting for you on the preparation screen. Das ist No sehr need for schön. manual selection. Now that's my kind of update. Das Can't ist wait for super. Trailblazers to give it all a Das spin. ist The sehr Forgotten gutes Hall Quality is an of important Life. system within the game. Das ist super. Updates will continue to be rolled out, so stay tuned. Legend of Cosmic for future Beauty, ich liebe updates. dieses Bild. Well, looks Das like ist so it's time for our dämlich. final Ich liebe redemption es. code. See you on the other side, Okay, Trailblazers. noch ein Redemption Code. Kommt jetzt wieder irgendwas, was... Nee, super interessant, dass die eben während dem Redemption Code so die Events gezeigt haben. Trailblazers, you're just Okay. Me too. Ah, gut, Nelfen ist wieder Hey da. folks, I'm back. Me too. Me three. Good to see you again, Trailblazers. You're just in time to help us wrap up version 1.5 special program. Oh, is it that time Wird already? interessant. I was just getting Wird started. interessant. Be my guest, Trailblazer. This isle is Ich ready bin to gespannt, fly. wie das Horror-Event wird Aren't und you forgetting something, wie die Tatsache ist, dass man einfach Good Knife in Social I'm pretty Media sure you steuert. didn't mention Das klingt the super thing. dämlich, aber auch genial. That thing. Winky winky. Gift of Odyssey. Oh. How could I forget? What the In hell? version 1.5, Trailblazers can get their What hands on the 10 hell? warps through the check-in event. There it is. Wieder 10 gratis Gotta Warps. love a check-in event. Was And that's ist not the dies? only Was thing ist to love in los? version 1.5. Anything in today's IPM programs tickle your fancy, guys? You had me at Alter. Ghost Hunting Squad. I am so ready for a spooky stream. Ich bin auch Sign me wirklich up. gespannt drauf. As for me, it was all about those unique characters. Huohuo's Tail backstory. Und natürlich die Hanya's neuen Ken Lord's Relikt-Sets, die kommen expertise, werden. and Argenti's Das mysterious wird, search for the beauty. Spaß wird wahrscheinlich nicht das richtige Can't Wort wait to sein, see them aber in es person. wird Couldn't have put it better interessant werden, wieder myself. neue Kombinationen And machen with zu that, können. Trailblazers, Und I für viele bid you Charaktere wahrscheinlich komplett peace neu farmen on zu müssen. with Thank you for supporting the IBM. See you in the next one. See ya. Trailblaze you later. Trailblaze you later. What the fuck? Okay, das war's auch. Alles klar. Ja, es Danger. wirkt sehr interessant hier. Main Story geht weiter. Man kann einen Abundance Lightcon bekommen. Ich bin gespannt, wie gut der sein wird. Ich hoffe, dass man ihn nicht nur auf ihr gut nutzen kann, sondern auch für andere funktioniert. Ja, ich bin gespannt auf hier das Event. Es ist, ach mein Gott, ich habe so oft schon gesagt, aber es ist so schlimm. Ich will sie haben vom Design her und von allem. Und ich meine, sie wirkt auch nicht schlecht, vor allem damit, dass sie Energie wiederherstellen kann. Aber gleichzeitig nicht nur ist er so gut, passend für meinen Account, auch einfach sein Banner. Holy. Ein neuer Forster, der Skillpunkte gibt. Ein krasser Forster Heiler. Und ein krasser Forster Support. Das ist ein übel gutes Banner einfach. Ja, aber ich liebe hier am Anfang das. Einfach dieser Livestream von Kneifen. Gott, mit Kommentaren, mit einem QR-Code, mit hier ihrem Lightcone und einfach eine Animation von so Shanks Ultimate. Ich liebe es.
Aber gut. Ja, ich freue mich auf die neue Version. Aber an dieser Stelle ist das Video dann vorbei. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Sagt mal, worauf ihr euch am meisten freut. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.